In der Schweiz arbeiten, so richtig hohe Gehälter kassieren und dann schön günstig in Deutschland wohnen. Ob das Sinn macht und ob das wirklich so ist, wie ist es, Grenzgänger zu sein, ob sich das wirklich lohnt, das klären wir in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Es stimmt schon, dass man in der Schweiz deutlich mehr verdient als in Deutschland, ungefähr das 2,5-fache mehr. Aber es kommt dazu, dass du in Deutschland einfach deutlich höhere Steuern zahlst und dadurch ganz viel von deinem Brutto weggehen. Somit ist das Steuerparadies Schweiz für viele Deutsche eine Option. Nur manchmal sind dir vielleicht nicht die Möglichkeiten gegeben, direkt auszuwandern, weil du vielleicht zu Hause schon Immobilien besitzt, Grund und Boden, deine Familie dort ist und du schon Kinder hast zum Beispiel. Dann bleiben viele in Deutschland wohnen und pendeln täglich in die Schweiz und wieder zurück. Als Grenzgänger musst du übrigens mindestens einmal pro Woche zurückkommen an deinen Hauptwohnsitz im Ausland, also in Deutschland in diesem Fall. Dazu musst du überlegen, in der Schweiz sind die Mieten natürlich auch deutlich höher. Also im Durchschnitt, zum Beispiel in Basel, zahlt man so für eine 70, 80 Quadratmeter Wohnung bis zu 2000 Franken. In Deutschland kriegst du dafür schon ein Riesenhaus. Daher suchen sich zum Beispiel viele in den Grenzregionen eine Wohnung oder Haus in Deutschland, wie zum Beispiel in Lörrach oder in der Bodenseeregion, alles rund um Konstanz. Auch ist für viele attraktiv, zum Beispiel von Freiburg jeden Tag hierher zu pendeln. Da gibt es eine super Verbindung mit dem ICE und du fährst ungefähr 45 Minuten eine Strecke. Ich kann euch aber aus Quellen sagen, dass der Verkehr mit dem Zug nicht immer so reibungslos läuft, wie man sich das vorstellt und dass schon einige Zwischenfälle auftreten. Also ihr könnt euch da nicht so verlassen auf die Bahn. Für viele ist es ein Grund, in Deutschland zu bleiben, weil die Lebensmittel natürlich deutlich günstiger sind. Das relativiert sich aber wieder, wenn du nach deutschem Steuerrecht besteuert wirst, dann hast du im Endeffekt ein deutsches Einkommen und die Lebensmittel sind nicht mehr günstiger für dich. Dazu könnt ihr auch gerne mal mein anderes Video schauen. Ist die Schweiz wirklich so teuer? Das verlinke ich euch mal oben unter dem i. Machen wir mal eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ihr verdient zum Beispiel in der Schweiz 5000 Franken brutto. Nach Steuerabzügen, die sind immer unterschiedlich je nach Kanton, bleiben aber ungefähr 4000 Franken übrig. In Deutschland nach Steuerabzug bleibt 2500 übrig ungefähr. Jetzt kauft ihr in Deutschland ein Brot für 1 Euro oder ihr kauft in der Schweiz ein Brot für 1 Franken. Dann ist es natürlich in der Schweiz deutlich günstiger mit Schweizer Gehältern. Aber wie zahlen denn Grenzgänger eigentlich Steuern? Steuern müssen grundsätzlich in dem Land gezahlt werden, in dem man wohnt. Das heißt, Grenzgänger sind also in Deutschland steuerpflichtig. Der Arbeitgeber in der Schweiz behält sich aber grundsätzlich 4,5% Quellensteuer ein und die werden von eurem Bruttolohn abgezogen. Der Rest muss dann in Deutschland weiter versteuert werden. Dazu könnt ihr gerne mal den Begriff Doppelbesteuerungsabkommen eingeben bei Google und euch da tiefer einlesen in die Thematik. Die bereits gezahlte Quellensteuer kann in Deutschland aber angerechnet werden. Dazu müsst ihr euch einfach im hiesigen Finanzamt anmelden als Grenzgänger und eine Ansässigkeitsbescheinigung vorlegen, welche dann wiederum beim Arbeitgeber in der Schweiz eingereicht werden muss. In Deutschland kommt es dann zu vierteljährigen Vorauszahlungen für die Einkommenssteuer im März, Juni, September und Dezember. Auch könnt ihr euch die täglichen Kosten für die Pendelei als Pendlerpauschale abrechnen lassen. Da der Schweizer aber nur durchschnittlich 12% Steuern zahlt, ist es aus steuerlicher Sicht meistens günstiger, einfach direkt in die Schweiz zu ziehen. Es gibt aber eine interessante Ausnahme, die sogenannte 60-Tage-Regelung. Und diese Ausnahmeregel besagt, dass Grenzgänger, die aus beruflichen Gründen an mehr als 60 Tagen nicht am Wohnsitz in Deutschland übernachten, komplett in der Schweiz versteuert werden. Und dies ist für Arbeitnehmer natürlich ein Riesenvorteil, da die Steuersätze eben deutlich geringer sind in der Schweiz. Aber wie ist es denn jetzt so mit der Krankenversicherung? In der Schweiz gilt Krankenversicherungspflicht, das ist schon mal klar. Aber es gibt keinen Arbeitgeberanteil, so wie in Deutschland, sondern ihr zahlt alles selbst. Ihr habt aber als Grenzgänger das sogenannte Optionsrecht. Das ist die Möglichkeit, eine Schweizer Krankenkasse zu wählen und trotz dessen in Deutschland zu wohnen. Da gibt es eine 3-monatige Frist. Was ich aber sagen muss, ist für mich ein Riesenvorteil in Deutschland, dass du gesetzlich krankenversichert bist und es eben einen Arbeitgeberanteil gibt. Somit, wenn du teilweise wirklich vielleicht eine schwere Erkrankung hast oder sehr oft beim Arzt bist, sehr viel Medikamente und zusätzliche Sachen hast,
lohnt es sich teilweise mehr in Deutschland zu bleiben, da du dort am Ende vielleicht doch etwas günstiger wegkommst, wenn du in der Schweiz nämlich einen sehr hohen Selbstbeteiligungsanteil hast oder eben auch nicht. Also die sogenannte Franchise. Muss man eben wirklich genau überlegen, ob es sich lohnt, in der Schweiz krankenversichert zu sein. Das musst du für dich einfach mal durchrechnen. Du möchtest jetzt Grenzgänger sein, weil das für dich sehr attraktiv ist, in Deutschland zu bleiben und in der Schweiz zu arbeiten. Dann musst du diesen beantragen und dazu brauchst du folgende Sachen. Du brauchst eine Wohnsitzbescheinigung aus Deutschland, du brauchst einen Arbeitsvertrag, du brauchst ein Passfoto und du brauchst eine Kopie deines Personalausweises oder Reisepasses. Die solltest du zur Sicherheit immer dabei haben. Außerdem brauchst du als Grenzgänger 2 Konten, ein Bankkonto in der Schweiz, wo dein Gehalt drauf geht, und meist brauchst du noch ein Bankkonto in Deutschland, wo dann deine Miete und deine Versicherung und alles abgeht. Somit musst du meist immer ein 2-Konten-Modell fahren. Das ist auch noch teilweise etwas umständlicher, wenn es da um die Finanzen geht und so. Aber ja, wen das nicht stört, für den ist das natürlich ja eine Option. Als kleines Fazit und aus meiner Sicht her würde ich sagen, wer viel Geld verdient, für den lohnt es sich auf jeden Fall in die Schweiz zu ziehen. Allein aus steuerlicher Sicht sparst du dir so viel Geld und kannst so viel mehr Kapital aufbauen. Wann ich persönlich nicht in die Schweiz ziehen würde, das wäre, wenn ich Familie und Kinder hätte, in Grenznähe vor allen Dingen Kinder hätte, denn die Kindererziehung in der Schweiz ist unglaublich teuer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was so ein Kita-Platz kostet. Und meist wird dann ein komplettes Gehalt eines Familienangehörigen schon allein für den Kindergarten gebraucht. Oder es herrscht noch dieses Modell vor, dass der Mann geht arbeiten und die Frau erzieht die Kinder. Außerdem hast du nur 3 Monate Schwangerschaftsurlaub hier in der Schweiz, was ich als nicht sehr lang empfinde, muss ich sagen. Mit Kindern würde ich auf jeden Fall in Deutschland wohnen. Auch würde ich in Deutschland wohnen, wenn ich auf sehr viel medizinische Unterstützung angewiesen wäre. Denken wir dann nur mal an den Zahnarzt zum Beispiel oder überhaupt an irgendwelche Erkrankungen. Da wäre ich doch etwas ruhiger und entspannter, wenn ich einfach zum Arzt gehen könnte und ich kriege jetzt nicht ständig eine Rechnung zugeschickt, die ich dann bezahlen muss. Dann habe ich einfach diese Summen von Tausenden von Franken, die dann noch zu bezahlen sind. Da muss man wirklich gut überlegen. Und ich würde nicht in die Schweiz ziehen, wenn ich dort schon eine Wohnung hätte in Deutschland und mir schon eine Immobilie geschaffen hätte. Dann würde ich doch lieber pendeln. Auch muss man gucken, wie viel du nun wirklich übrig hast, brutto, netto. Da muss man ganz genau auch sagen, wie gehe ich mit meinem Geld um. Und wenn ich das nicht gelernt habe, dann sind meine vielen tausend Schweizer Franken auch schneller weg, als ich gucken kann. Wer das aber gelernt hat, kann auch sehr günstig in der Schweiz leben und dann nimmt es sich nicht unbedingt so viel. Natürlich hast du einen Vorteil als Schweizer in der Grenzregion, kannst du sogar noch nach Deutschland einkaufen gehen und dann von den günstigen Preisen profitieren und dir sogar noch die Mehrwertsteuer zurückholen, denn die ist in der Schweiz günstiger. Somit ist das auch wieder ein Vorteil, in der Schweiz zu leben. Auch ist es teilweise bei den Schweizern nicht so gut angesehen, wenn du Grenzgänger bist und immer hin und her pendelst. Also, ob es sich für dich nun lohnt, Grenzgänger zu bleiben oder in der Schweiz zu wohnen, das hängt von vielen Faktoren ab. Am Ende muss es jeder selbst für sich entscheiden, was ihm das Liebste ist und das Beste, wie er sich wohlfühlt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Ich wünsche euch viel Erfolg, macht's gut und bis bald. Ciao!